Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir befinden uns wieder im Versteck, nachdem wir im letzten Part ja Hugo Kupka und seine Esper Zeiten ein für alle Mal getötet haben. Und wir hoffentlich jetzt endlich Ruhe haben, was Kupka angeht. Ich glaube, seine Armee wird nochmal ein bisschen Ärger machen, aber hoffentlich wird das nichts allzu Schlimmes. Jetzt sprechen wir aber erstmal mit Otto und berichten ihm, was wir alles so geschafft haben. Weil ich glaube, er wird ziemlich staunen. Ne? Hugo Kupka tot und das ist, glaube ich, schon ein riesen Ding. Was ist denn jetzt eigentlich mit Titan? Jetzt gibt es Titan ja auch nicht mehr. Oder gibt es jetzt einen neuen Dominant für Titan quasi? Nee, sobald Titan einmal tot ist, ist er tot. Ne? War bei Garuda ja, glaube ich, dasselbe. Clive, you're back. Jill ist auch wieder auf den Beinen. Sehr schön. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Jawohl. Well, I'll be. Sehr schön. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? Mhm. It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. Jawohl. You're not leaving me behind again. Wir haben Shiva wieder mit dabei. Jill meine ich. Aber gleichzeitig auch Shiva. Any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Mhm, wieder Geschichtsstunde, wie es aussieht. Sprich mit Vivian, dann machen wir das mal. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Jawohl, da hast du recht. Die gute alte Karte. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of Auf Odin bin late, ich auch noch gespannt. the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day,
Who will be trampled underfoot? Ich hoffe, dass wir ihn noch während der Hauptstory sehen. Das wäre geil. In summary, I know not to what end the Royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Ja, Hugo stimmt, ne? Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. Machen I'll go wir. spread the word. Ja gut, man konnte jetzt auch nicht erwarten, dass direkt wieder Action abgeht, ne? Aber gut, wir müssen ja auch, genau. Mit Sharon, Schledern und... Okay, also mit dem Büchertyp, mit Sharon und mit dem Schmied müssen wir also reden. Sehr schön. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt... Ich denke mal, wir werden irgendein Item bekommen haben von Zeiten, von dem Bosskampf aus dem letzten Part, das wir dann wahrscheinlich jetzt beim Schmied benutzen können. Hoffe ich zumindest mal. Wir gehen aber erstmal kurz zu Sharon. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Tja, ja. Wie mag ich sie nicht? Ich weiß nicht. Blackthorn. Do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning. Er freut sich wenigstens ein bisschen mehr. I'll try to live up to the name. Okay. Ja, bevor wir jetzt aber weitergehen, würde ich trotzdem gerne noch mal kurz mit dir reden. Was hast du denn Neues? Verstärker. Okay, das ist unsere jetzige, ne? Oh, never mind. Was ist das denn? Diamantschwert? Oha, das ist ja nochmal eine gute Nummer stärker. 30 mehr Kampfgeist und 30 mehr Angriff. Man braucht einen Weißwürmknochen. Wo kriegt man den denn her? Wir machen erstmal das Schwert hier. Should last you a good while. Ja, komm, wir haben genug. Verstärken wir das einfach That nochmal. should do ya. Woher kriegt man denn einen Weißwurmknochen? Und guck mal, die Waffe ist jetzt schon einmal verstärkt und sie ist immer noch schlechter als diese Waffe. That it? Woher kriegt man einen Weißwurmknochen? Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht irgendein Monster vom Jagdbrett dafür töten muss. Bestimmt irgendein krasses. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Was ist denn jetzt los? What the heck? Warum? Okay. Meine Capture-Card ist abgestürzt, Leute. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ganz komisch gewesen gerade. Na gut, machen wir direkt weiter. Ach so, stimmt. Wir wollten noch mal kurz mit Sharon reden. Sie hat ja auch neue Ware.
Vielleicht neue Ausrüstung oder so, die man usen kann. Is it business or pleasure? Na gut, für Waffen, da brauchen wir bei ihr nicht nachgucken. Hast du denn hier irgendwas Neues? Ja, nix Neues hat die. Ja, Notenrolle ist ja schön und gut, aber Is that all? ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man halt, wie gesagt, ein Monster vom Jagdbrett dafür töten muss. Weil was anderes würde mir jetzt nicht auf Anhieb einfallen, sonst würde man ja nicht diese Waffe hier zur Verfügung bekommen. Als Option quasi. Ach, guck mal, er hat sogar so einen gelben Punkt über sich. Das heißt, er müsste was Neues haben. Oh! Da ist aber einiges neu. Seelenstachel, Grimalkin, der Neundolch. Ach du Scheiße. Der Zerstörer der Welten. Ja, geil. Auftragsort, Fragezeichen. Okay, jetzt müsst ihr überlegen, was könnte denn ein Weißwurm irgendwas droppen? Der vielleicht? Der wandelnde Grabhügel? Ich glaube nicht. Boah, schwer zu sagen. Also der Typ auch nicht. Weil der ist kein Wurm. Ich denke mal, der wird ein bisschen was krasseres vielleicht droppen. Also Gefahrenrang C. Wir können ja einfach mal uns von rechts nach links arbeiten, weil ich glaube, hier sind die Schwachen und hier kommt die Stärkeren und dann machen wir zum Schluss ihn. Dann wird das heute so ein kleiner Nebenquest-Part. Wir werden noch kurz die Hauptquest weitermachen und auch mit dem Büchertyp reden und danach werden wir uns wahrscheinlich hier um die Monster kümmern, weil ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass eins von diesen Monstern halt auch dieses Weißwurm, was auch immer man da braucht, hat. Wir sprechen aber erstmal kurz mit ihm. Vielleicht kommt dann jetzt wieder so eine Phase, wo man viele Sidequests macht. Das passiert ja eigentlich immer nach so einem krassen Story-Moment, dass man dann halt quasi, ja, viele Sidequests macht. War ja oft bisher so. Aber gut, wir schauen erstmal. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Die freuen sich nur darauf, dass kein Unterricht ist. Verständlich. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, Ja, und Joshua, ne? he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with
Was the being itself, or merely another projection of its power? I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Sehr schön. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Sprechen wir erstmal wieder mit Otto. Wie gesagt, wir schauen mal, wie die Hauptquest jetzt weiter verlaufen wird. Je nachdem, wie lange die jetzt noch dauert, machen wir die vielleicht auch erstmal und kümmern uns dann später um dieses Weißwurm-Ding. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. Hugo Kupka is dead. Ja, sprich jetzt, das ist schon ein großer Name, ne? Hugo Kupka. We're seeing troops amassing at every border crossing. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ja, alle bis auf die eine blöde But Kuh, you ain't oder? told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old So am sod's Grab. grave. Mhm. Very well. Okay, ja, das ist aber schön, dass wir sein Grab besuchen. Normalerweise finde ich das immer relativ langweilig, aber in dem Fall finde ich das schön, weil Sid war schon wirklich ein sehr, sehr cooler Charakter und der ist viel früher gestorben, als ich dachte. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass er vielleicht sterben könnte, aber nicht so früh. Ich hätte gedacht, so in der Mitte bis Ende des Spiels vielleicht. Vielleicht, dass er von Ultima stirbt oder so, irgendwas krasses, aber na gut. Ich bin bei der überlegen, ob ich mal wieder Titan rausnehme und Ramuh mit reinnehme, weil ganz ehrlich, also zum einen die Fähigkeit finde ich, also für mich persönlich, ich kann nur für mich sprechen, ich finde sie relativ useless. Sie ist bestimmt gut, keine Frage, ne? Also ich sage nicht, dass die Fähigkeit schlecht ist, nur ich sage, dass ich einfach mit Ramuh, er bringt mir mehr, sage ich mal so, ne? Und er hat einfach ein paar mehr Fähigkeiten, die halt einfach insane sind, wie zum Beispiel der Ionenschlag. Der sieht zum einen unfassbar krass aus und zum anderen ist er auch einfach stark, ne? Und Schockwelle, vielleicht können wir hier... Die Fähigkeit haben wir jetzt gemeistert, wobei, ja gut, das ist eigentlich im Prinzip egal, ne? Wie viel haben wir denn noch? 1000. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen sparen, weil... Also ich meine, ich finde Titan cool und so, aber ich bin ganz ehrlich, mir gefällt Ramuh tatsächlich ein klein wenig besser. Klar, er hat halt diese krassen Fähigkeiten, die so wie so eine Bombe den Gegner treffen, aber ich finde Ramuh einfach noch ein bisschen nicer. Zum einen, weil er Flächenschaden gut macht. Er ist um einiges schneller und er ist auch einfach ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Ist aber, wie gesagt, nur meine Meinung, ne? Spielt, wen ihr wollt. Ich bin jetzt trotzdem mal kurz überlegen. Ach, guck mal, wir können sogar... Verbessern wir erstmal den Limit-Rausch. Habe ich ganz vergessen, dass wir den auch verbessern können. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das die Dauer dann erhöht oder so. What do you want? I'm going to visit Sid. Aber ich kann es vergessen. And I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Was? Thermal... Displacement stack. Here. Verschubaggregat. Ey, die deutsche Sprache manchmal, ne? Finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Nennen wir es Traumschiff. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva.
But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Also nie. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The Selbstverständlich. sack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The Sag mir helmet einfach, on was the ich top, finden that muss. Ich disperses verstehe es all that sowieso heat nicht. into the air. Ja, And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. selbstverständlich. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. Also, ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige, wenn ich sage, ich habe schon wieder alles vergessen. Luckily, you don't need to. Aggregatpanzerung Entwurf. Das klingt klasse. Also, nur mal so zu Verständnis, ich habe von Handwerk ungefähr genauso viel Ahnung wie von League of Legends. Also, gar nicht. Ich weiß, mir ist jetzt kein besseres Beispiel eingefallen. Aber, also, was Handwerk angeht, bin ich wirklich katastrophal. Also, du brauchst mir gar nicht erst einen Hammer in die Hand drücken. Ich hau dir ein Loch in die Wand, bevor ich den Nagel da reinhau. Also, das ist echt, handwerklich bin ich ganz, ganz schlimm. Also, ich kann gerade noch so ein Bild aufhängen, aber dann ist auch wirklich Ende. Also, mehr kann ich auch nicht. Und dabei geht die Wand sowieso schon genug im Arsch, also... ja. Egal. Es geht ja zum Glück nicht um meine Fähigkeiten, sondern um seine. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. Holen wir sie mal her. Vielleicht könnt ihr ja diesmal die Drecksarbeit machen. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Da sind wir ja There's a Profis special drin. kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. Wir holen uns den One of Sand. us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Ja, machen wir. Dampf ablassen. 1? Oh, nee. Sag nicht, das ist eine Quest-Reihe. Oh, fuck. Achso, das ist so eine Unterquest. Okay. Achso, wir müssen erst mal mit ihm reden. Hä? Warum? Wir haben doch gerade mit ihm geredet. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Wir machen Gav. Gav ist ein cooler Typ. Gav, you're with me. All right, then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, Schwarzer eh? Sand. That's down past Dalamil.
I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's supply. Danke. Take care. Hätte ich jetzt nämlich echt keinen Bock drauf gehabt. Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Ja, dann legen wir mal los. So schnell wir können. Ich will jetzt nämlich schnell hinter mich bringen. Begib dich zum Fluss im Süden der Velcroy. Machen wir das mal. Vielleicht können wir dann auch noch auf einem Schlag, wenn wir schon mal da sind, ein Monster vom Jagdbrett mitnehmen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass 1, 2 Monster noch auf uns gewartet haben. In der Wüste. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche es waren. Schauen wir mal ganz kurz. Das ist ein Rosaria. Dann. Ah ja, guck mal. Hier ist sogar eins. Einfach nur Velcroy-Wüste. Verlassene Hütte im Katzensack. Alles in Dalmekia. Also in der Wüste, wo wir so oder so hin müssen. Dann können wir uns da mal umgucken. Verlassene Hütte und Katzensack. Boah, da werde ich mir niemals merken können alles. Ich habe jetzt schon wieder vergessen. Verlassene Hütte, Katzensack und Velcroy-Wüste. Schauen wir erstmal. Ich denke mal in der Wüste, die Wüste ist erstmal ein guter Anhaltspunkt, auch wenn wir da wahrscheinlich sehr viel uns umgucken müssen. Willkommen zurück, ich war doch die ganze Zeit schon hier. So, ja, da... Ach, guck mal, das ist sogar... Ach, lol! Guck mal, hier sind sogar Sidequests, sehe ich gerade. Ja, dann machen wir die doch erstmal. Oh Gott. Das wird schon wieder die größte Scheiße, ich weiß es schon. So, wer braucht Hilfe? Hier hinten. Das Gesetz der Rache. Okay, das klingt interessant. Also dadurch, dass es jetzt keine Quest ist, die im Versteck ist, habe ich Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Bitte enttäuscht mich nicht allzu sehr. Wobei, es ist von so einem Wirt. Ach, nee, es ist der Typ. Boah. Clive. Your time... Go on. There are whisperings afoot of shadow rustlings in the undergrowth. It may be no more than a surfeit of nerves. Understand. Given what I hope you'll forgive me calling you... Ja, komm. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good... Ja, natürlich reden wir mit denen. Wir kennen mittlerweile nichts anderes mehr. Halt die Fresse und schüttet dein Bier weiter aus hier. So, sprich mit den Einwohnern. Let's see what the people of the village have to say. Yes. I better find out if this is just nerves. Or something we need to take more seriously. Wir werden die kalt machen. Das schaffen wir schon. Und ich hatte recht mit den Sidequests, wie es aussieht. Hier, wie gesagt, dann wird heute mal wieder etwas ruhiger Part. Bisschen Sidequesten. Nicht viel. Aber muss auch mal sein, ne? Do you have a talk of No, but other Where was that? in-law was out for ran back. I see. Seems Lorbert's past. Achso, wir können sogar direkt hin. Gut. What do you say, Togo? Shall we go and investigate? Finde ich gut. Zum Glück müssen wir jetzt nicht mit dem anderen sprechen. Ich glaube, der andere hätte uns erst gesagt, nö, keine Ahnung. Sprich mit der anderen. So, auf Lauberts Forstweg nach den zwielichtigen Gestalten. Dann machen wir das mal. So. Ja, komm, scheiße, das Item brauchen wir erstmal nicht. Ja, guck mal. Jetzt haben wir sogar, jetzt sieht man das sogar so ein bisschen. Unter den Leben diese Leiste. Davon habe ich jetzt schon 2 weitere davor. Und jetzt haben wir eine dritte. Dadurch, dass wir quasi die Fähigkeit verbessert haben. You there? Fuck! He's seen us. Ja, warum steht ihr da einfach nur rum? Ich meine, könnt ihr machen, aber ist schon ein bisschen strange, bin ich ehrlich. Was ist das? Ach ja, glaubst du? So, friss das erstmal. Bam! Oh, lange ist es her. Bam. Verreck!
Jawohl. Schon lange keine Schwarzschilde mehr getötet, ne? Die sind auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten, habe ich das Gefühl. Okay, wir hatten auch nicht super viel zu tun in der letzten Zeit mit denen, ne? Das muss man auch sagen. Oh, Schwarzschild-Feldwebel. Was machst du denn da oben? Ach so. Torgelad lief mit ihm. Bis das erstmal. Tschüss. Die Schwarzschilde sind da echt gar kein Problem, ey. Zumindest mittlerweile nicht mehr. Vielleicht waren sie erst am Anfang so ein bisschen, aber mittlerweile geht's. So. Diese Wichser sind tot. Okay. Sehr schön. Konnten wir wenigstens ein bisschen kämpfen. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob hier im Kielbuch noch irgendwo ein Monster ist. Aber ich glaube nicht. Hier unten war nur dieses eine... Ja, hier am Westtor war ja den Hypogryphen, den wir im letzten Part noch gekillt haben. Aber ich glaube, mehr Gegner waren hier nicht, soweit ich das im Kopf habe. Clive. I found some black shields. Black shields, though they serve another master now. And it would appear the pack has damn it all. I had hoped I would have more... And bite. I'm sorry. Who did the black shields serve now? Because I want him dead. Oh. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did, in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. Aber wird His wahrscheinlich... response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I Das had hast once recht, held es that ist any modicum of geisteskrank. justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him, and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. Deshalb hat er I Lostwing came here gebaut. to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. Machen wir dann einen Angriff auf sie? Da bin ich dabei. My friends and comrades, it begins. Jetzt direkt? Ready for war. Okay. Von mir aus... Bin ich jetzt noch dabei oder nicht? Oh, ne. Bin raus. Gut. Na gut, dann bin ich wohl raus.
Aber wir sind aber Stufe 34. Sehr schön. I'm not going to change his mind. Okay, gut. Die Quest haben wir dann fertig. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist, die er da jetzt vorhat, aber wir werden ihn sowieso nicht aufhalten können. Hätte ich aber nicht gedacht, dass er so eine krasse Backstory hat. So, irgendwo war noch eine Sidequest, ne? Die war aber woanders. Ach, die war hier, wo wir sogar hin müssen. Okay, wir müssen sowieso am Kiefer, da ist noch ein Monster irgendwo. Wir schauen aber erstmal hier weiter. Aha, hier ist noch eine Sidequest. Backe, Backe, Wehmut. Ach, das ist der... Ist das der Bäcker hier mit dem Brot? Ja, ist er sogar. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Machen wir. Wir sind Profis darin, Leute zu finden. I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Na gut, machen wir das erstmal, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Suche in Richtung Drachenfang nach dem Bäckergehilfen. Ich glaube, da müssen wir... Ach nee, müssen wir gar nicht. Wir müssen hier hin. Zur südlichen Velcroy-Wüste. Gehen wir erstmal zum Kiefer. Da müssen wir aber auch hin. Da ist nämlich auch noch ein Monster. Beziehungsweise sogar eine Person, glaube ich. Ich glaube, hier ist ja der Typ mit den Doppelmessern, ne? Der mir ein bisschen Angst macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Der ist ja auch, glaube ich, Gefahrenrang A, ne? Der ist schon nicht zu unterschätzen. Fragt sich nur, wo er sich auffällt. Nichtsdestotrotz betteln wir uns hier erst einmal kurz durch. So, was ist das? Sehr schön. Was habt ihr hier bewacht? Eine Wüstenrose, nice. Ich glaube, die können wir sogar gebrauchen. Jetzt natürlich nur... Oh, ich glaube, da vorne ist er schon, oder? Ist er das? Die berüchtigte Gefahr vom Jagdbrett? Oder ist das einfach nur so ein random Typ? Oh, nee, er ist es. Wir haben ihn gefunden. Der Neundolch. 10.000 Kill, 30 Ruhm. Den machen wir kalt. Aua! Oh Gott! Ach ja, glaubst du? Fuck! Oh Gott, du hast recht, du hast recht. Ich treffe nicht. Ich weiß nicht, wie ich näher zu ihm aufbauen soll. Aua. Mann, fuck. Okay. Der ist schon auf jeden Fall ein bisschen stärker. Okay, gut. Wenigstens noch einigermaßen ausgewichen. Wir müssen ihn schnell brechen. Wir haben leider keine von unseren Garuda-Fähigkeiten mehr. Boah, alter Schwede. Komm schnell, Kampfgeist. Oh, fuck. Was ist das? Nein, als ob. Scheiße, wir müssen ihn ganz schnell brechen. Jawohl, okay, jetzt aber. Yes, Limitrausch. Friss das und den Ionenschlag, du Wichser. Voll. 12k.
Bam, 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 bam. Boah, 48.000. Geil. Oh oh. Was wird das? Oh oh. Ist jetzt ein Maulwurf geworden hier? Nee, nee, so leicht triffst du mich nicht, du Pisser. Nee, 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 nee. Deine Tricks funktionieren nicht gegen mich. Jawohl, Junge, jetzt kriegst du's aber. Bam! Boah, Alter, was? Ein Kampf gerade, Bruder. Was ist das? Jawohl, eine Parade auch noch. Let's go. Geil, gebrochen haben wir ihn. Ist die Feuerramme. Und das und verreck. Okay, komm, der Kampf war geil gerade. Mit dieser Ausweichkombo und so, das war schon sexy. Also ich bin selten so einer, der sich so selbst lobt oder so, aber der Kampf war nice. Ah, das Kampfsystem ist wirklich, wirklich geil in diesem Game. Ich liebe dieses Action-Kampfsystem. So Live-Action-Kampfsystem ist das Beste, was Final Fantasy passieren konnte. Hat man in Final Fantasy VII schon gesehen. Und hier beweist es das einfach nochmal mehr. Einfach geil. Ah ja, guck mal, hier ist er sogar. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Sehr kreativ, bewahr dir die Erinnerung. Sei kreativ. Perhaps you could express yourself in your work. If you missed the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. So schnell? Wait. Ne? Also... Immer gerne? Oder, hä? Suppose you won't be needing an escort then. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber okay. Anscheinend hat er jetzt wieder einen Lebenssinn gefunden. Finde ich gut. Solange wir die Bezahlung bekommen, bin ich fein damit. Take a sniff, good sir. Your entrance. Ah, there you are. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. Also, I dare say it is. auf jeden Fall ist es einzigartig. Sieht nur ein bisschen aus wie ein Kürbis. Look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals!
Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory. Das ist auch wenigstens was Einzigartiges schon, ne? If it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you Hoffen did wir it, es mal. but you have my thanks. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber auf einmal hat er sich gefreut. Und ja. Das nehme ich mal so hin. Eine Goblin-Münze. Nice. Kann verkauft werden. Ich probiere mal eben. Ich glaube, wir haben generell noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Hat sich das hier eigentlich schon besprochen, dass Kupka tot ist? Das müsste ja hier eigentlich schon eine relativ krasse Neuigkeit sein, ne? Good day, my lord. Ich wollte gucken, was wir verkaufen können. Weil es gibt doch bestimmt... Wo sind denn hier Goblin-Münzen? Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Hier. Boah, 18 Stück haben wir davon. Boah, was? Hab ich ja komplett vergessen. Schwarzes Blut, Gildkäfer, ja. Alter, wie viel? Wie viel Geld wir jetzt einfach haben. Thank you for your custom. Begib dich zum Fluss im Süden der Velcroy. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass sich hier irgendwo in der Velcroy-Wüste noch ein seltenes Monster befindet. Ich würde sagen, das jag ich auch mal eben. Ich werde allerdings mal kurz cutten, weil die Wüste ist relativ groß. Und bis wir es finden, könnte, glaube ich, ein bisschen Zeit vergehen. Das wäre natürlich nicht super spannend für euch. Deswegen cutte ich einmal kurz. Bis gleich. Oh. Was sehen wir denn hier vorne? Könnte es das sein? Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Jawohl, da ist er. Ah, es ist so eine fette Schildkröte, die wir schon mal gesehen haben am Anfang des Spiels. Mhm. Okay, sehr schön. Die sollte ja eigentlich... Diesen Satz werde ich jetzt einfach mal nicht beenden. Wirklich mit einer Wasserkanone. Wir müssen schnell seinen Kampf festhalten. Fuck. Jawohl. So, was ist das? Ja, guck mal, der geht ja sogar. Oh oh. Oh oh, nicht schon wieder. Das ging schneller als erwartet, aber es war auch ein bisschen offensichtlich, weil der Spot war schon sehr... Ja... Ich meine, er war hier schon sehr einsam verlassen, so in der Ecke hinten so. So, bringen wir ihn erstmal zum Fall. Und den Ionenschlag. Bam! 12k. Was ist das? Bam, 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 bam. Was ist das? Sehr schön. Oh oh. Testudo-Trompe? Was wird das denn jetzt? Ach du Scheiße. WTF? Oh oh. Wir machen nochmal kurz Orkandraht. Zum Fall. Ja, ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Nummer einfacher als der Kollege von gerade. Oh oh. Fuck! Was ist das? Und jetzt ist er nochmal gebrochen. Jawohl. Sehr gut. Was ist das? Wir brauchen gar nicht mal unseren Limit-Rausch, ne? Und gut, wir können ihn auch noch gar nicht benutzen. Fuck!
fuck, ey, ist schon vorbei? Okay, wir haben echt weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Oh oh. Bloß nicht treffen lassen von der Scheiße. Wow. Warten noch kurz. Yes, 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 yes. Sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau so und nicht anders. Und jetzt frisst den Ionenschlag und verreckt, du Wichser. Tschüss. Boah, 12.000, Alter. Und der war nicht mal gebrochen, ne? Das waren 12.000 Schaden, ohne dass er gebrochen war. 2 Rotvisierungen. Die brauchten wir doch für irgendwas. War das nicht für irgendwas mit Drachentöterin oder so? Gucken wir uns mal an, wenn wir wieder im Versteck sind. Da werden wir sowieso demnächst wieder hinkommen, weil wir ja mit der Hauptquest jetzt hier sowieso erstmal beschäftigt sind. Gib dich zum Fluss im Süden der Velcroy. Gut, dann haben wir jetzt erstmal alles an Zeitkonter, was ich noch machen wollte, gemacht. Ja gut, bis auf das mit diesem Diamantschwert. Das hätte ich eigentlich schon gerne, aber ich weiß jetzt leider nicht, wie man da rankommt. Das ist das Problem. Ready, go? Dann gehen wir erstmal da hinten hin. Ist denn hier eigentlich auch irgendwo die verlassene Hütte? Ist die Velcroy-Wüste? Nördliche Velcroy-Wüste? Okay. Ich glaube nicht. Nach meinem Verständnis her nicht. Da vorne ist er. You deserve a rest. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Die haben auch keine Ahnung. Blackthorn wants, stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Wo müssen wir denn jetzt lang? Sammle Sternsand. Ach so, da vorne. Können wir einfach hier runterlaufen? Ich denke mal schon, ne? Wir haben es mal eben noch. Ja, hier vorne wahrscheinlich, ne? So, gib mal her. 1 von 5. This is stardust. It just looked like black sand to me. Boah, das ist aber versteckt hier, ne? Hier in den Büschen und so. Und so ein bisschen geheimnisvoll. Egal, nehmen wir alles mit. Müssen wir ja so oder so. Wo ist denn noch welcher? Hier oben? Nee. Haben wir jetzt welchen übersehen? Müssen wir ja, ne? Also hier haben wir, soweit ich sehen kann, glaube ich, alles mitgenommen. Hier oben vielleicht? Was echt hilfreich wäre, wäre so eine Minimap, so ein bisschen. Aber Sand wird ja hier unten dann nur sein. Also ich denke mal hier vorne vielleicht irgendwie. Ja, hier vorne. Okay, gut. That should be enough for now. Okay. Let's see how Gav's getting on. Wer gibt den Sternsand? Sehr schön, Heiltrank. Du hast schon einen ganzen Sack voll, oder was? You finished? How much did you get? Enough. I hope. Hoffe ich auch. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Klar. Worum geht's denn? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like.
It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Ein Softie. Ist auch mal wichtig, sich zwischendurch zu sagen, ne? Bei diesem ganzen Krieg und so. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. Ich wollte die Kamera gerade schon wieder anschreien. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Ja, hauen wir ab. Aus der Scheißwüste, das reicht doch wieder für einen Part. So. Ab ins Versteck. Hoffentlich haben wir jetzt alles. Ich denke aber, dass es gut aussieht. Wo war nochmal die Bedrohung mit dem Essen? Ach so, stimmt, die kommt erst noch, ne? Aber die wurde nicht gekennzeichnet. Da stand ja Auftragsort Fragezeichen. Ich denke mal, dass das in einem Gebiet ist, was wir noch nicht erforscht haben. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich in der Crystal Dominion oder so, könnte ich mir vorstellen. Blackthorn. Got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Yes. Geschafft. Boah, 500 FP, Alter. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Yes, machen wir. Ich will aber noch mal ganz kurz wissen, was war jetzt noch mal das, was er brauchte? Weißwürmknochen. Namentlich dieses Preisschild sorgt regelmäßig für Verwirrung, dass sich weder auf dem Griff noch auf der Klinge die namensgebenden Edelsteine finden lassen. Was dem Auge verborgen bleibt, ist der feine Staub aus Ruinen der Gefallenen, der beim Schmieden in die Klinge eingearbeitet wurde und sie... Was so wie ein Diamant. Okay, da gibt es leider keine Tipps zu, wie man daran kommt. Das Ding ist, ich hätte das Schwert schon echt gerne, ne? Anything else? Müssen wir noch irgendwas erledigen? Ne, wir können direkt zum Mitgehen. Okay, warte. Ah, wobei doch. Wir können auch mal kurz zum Messer, weil da gibt es, glaube ich, eine neue Belohnung für uns. Weil wir so ein toller Mitbürger sind und so viel Ruhm haben. Ich überlege echt, Weißwurmknochen. Wer könnte die droppen? Ich guck noch mal ganz kurz auf das Jagdbrett. Er vielleicht? Die glaube ich eher nicht. Das sind ja keine Würmer, würde ich sagen, oder?
Grimalkin, das auch nicht. Ja gut, und das, der Zerstörer der Welten. Was einstellt, so steht, dass das Echo durch unsere Anwesenheit der Wach gilt, anzuzufassen. Also uns jetzt auch nicht weiter gestattet, in dieser Sache etwas zu unternehmen. Okay. Anscheinend ist es in Rosaria. In den rosarischen Ruinen. Oder vielleicht muss man das auch finden, das Monster. Das kann natürlich auch sein. Nicht weit vom Marthas Rast aufgetaucht. Ihr mischt der Wacht ist und mit einem Feuerstrahl an. Wir gehen erstmal zum Mit. Wir können ja später immer noch auf das Jagdbrett gucken, wenn wir es uns vielleicht nochmal anders überlegen. Weil ich würde natürlich schon gern dieses Schwert haben, ne? Bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich schon Lust drauf. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. So, The helm, of course. For this, we'll be salvaged from the ruins. Ah, but we don't... I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Okay, ja, dann erzähl mal. Was brauchen wir? Oh, so... Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it in. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, in other words, the reactor would... This is where the helm comes in. It connects to our experiments. Interesting. Ja, cool. I see. Would that help? I'll gather. Ey, sorry. Ja, Teil 2. Okay. Also, gibt's wirklich mehrere Teile. Gut. Ja, sorry, aber Digga, was die mir da erzählt, also das versteht sowieso keiner von uns, glaube ich. Begib dich zu Lauberts Forstweg. Okay, wir müssen uns also wieder auf den Weg machen. Ja gut, man kann sich aber immer darauf einstellen, immer wenn eine krasse Quest gerade passiert ist, wird danach wieder eine sehr langwierige Quest kommen. Die jetzt nicht unbedingt gerade spannend ist. Oh, 800 Fertigkeitspunkte. Oha. Alter Schwede. Geil. Wie viel haben wir denn jetzt? 1960. Wir sparen aber, glaube ich, tatsächlich erstmal noch, bis wir den Ionenschlag noch verbessern können. Ich will den Ionenschlag tatsächlich meistern, weil ich habe das Gefühl, die Fähigkeit ist eine der stärksten, die man überhaupt haben kann. Deshalb macht es, glaube ich, Sinn, die zu behalten. Limitrausch macht auch an sich Sinn, aber ich glaube, mit 3 Leisten kommen wir eigentlich erstmal ganz gut zurecht. Außer es gibt hier noch irgendwas. Ne, die Magie-Kombo machen wir momentan sehr selten, die Klinge auch. Ja, weiß nicht, ob das hier Sinn macht, überhaupt das zu maxen. Könnte man an sich, glaube ich, machen, aber ist jetzt erstmal auch egal. Okay, wir gehen jetzt erstmal dahin. Die Quest werden wir auf jeden Fall, Leute, noch fertig machen in dem Part. Weil ich will auf jeden Fall, dass es im nächsten Part wieder ein bisschen mehr abgeht, hoffentlich. Ich weiß ja nicht, wie jetzt der Ablauf ist. Wir werden jetzt wahrscheinlich auf unseren Onkel warten, bis der neue Informationen beschaffen hat über die Valuta. Und ich denke mal, bis dahin werden wir jetzt hier noch ein bisschen, ja, Sidequest, sage ich mal, machen. Es ist an sich die Hauptquest, aber, ne, wir machen Sidequest-Aktivitäten, würde ich sagen. Das ist neu hier, oder? Nee, Obolus, den kennen wir schon, glaube ich. Gib dich zu Lauberts Forstweg. Gut, ich glaube, irgendwo eine Sidequest haben wir nicht mehr. Sehr gut, dann ab nach Lost Wing. Wie kommen wir denn da hin? Ach, guck mal, der Weintunnel ist mittlerweile passierbar. Waren wir da schon mal? Ich glaube noch nicht, ne?
Ich glaube, wir müssen da oben hin und dann da lang, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Wir können da auch mal den Weintunnelbesuch abstatten, aber nicht jetzt. Das machen wir einen anderen Mal. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass da... Entweder ist das noch Sidequest-Gebiet. Also, dass wir später irgendwann eine Sidequest bekommen, wo wir da hin müssen. Oder vielleicht irgendein Monster oder so vom Jagdwald, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Let's go. So. Dann wollen wir mal. Haben wir jetzt erstmal eine kleine Reise vor uns. Vielleicht finden wir noch ein paar Supertränke dann auf dem Weg oder auch einfach Gil. Ist auch okay. Ja, leg mich am Arsch. Kein Bock. Keine Zeit. Nee. Geht gerade nicht, sorry. Ihr dürft heute leben. Oh, okay. Hier ist irgendwas los. Straight home now. Ach, kommt schon. Gut, danke. Oh, there you are, Sid. The, ruins are just over there. Mhm. Of course. Oh Gott. Ist das schon? Nee, das ist eine Ruine, ne? Das sah mir erst mal aus wie ein Monster, das hier im Busch, aber nee. Ist es, glaube ich, nicht. Ah, ich sehe eine Truhe. Da links. Oh, nee. Nicht schon wieder so ein Vieh. Ungebetener Gast. Geil. Geiler Name. Oh oh. Was heißt das? Was? Ich hab vergessen, wie die angreifen. Oh, fuck. Aua. Oh oh. Was? Dann brechen wir ihn erstmal zur Hälfte. Jawohl. Ist das und das. Haben wir noch irgendeine Fähigkeit? Nee. Jawohl, 38k. Oh Gott, ich weiß immer noch nicht, wie diese Attacke funktioniert. Ich halte mich mal davon fern. Oh oh. Der hat zu viele komische Angriffe. Ich weiß gar nicht genau, welcher jetzt offensiv ist und welcher nicht. Komm erstmal runter mit dir. Dann brechen wir deinen Kampfgeist. Dass du gar nichts mehr machen kannst. Und jetzt verreckst du. Tschüss. Hä? Der lebt noch? Jetzt aber nicht mehr. Jawohl. wie er am Ende nochmal hochgesprungen ist. Nice. So, das wär's. Da wartet aber jetzt noch eine Truhe auf uns. Sid! Oh, thank goodness you're safe. Ich weiß nicht, wo der von mal herkam, aber... Indeed. Alright. Ach so, der Auftrag C scheint abgeschlossen. Gut. Gut, der ging wenigstens ein bisschen schneller. Und Level Up. Stufe 35. Nice. Das Auge des Kriegers. Komplette Scheiße. Sowas kriegen wir jetzt? In so einer späten Hauptquest, Alter? Okay. Ich möchte noch die Truhe holen. Nein, Clive, nicht umdrehen. Achso, doch. Hast recht, wir müssen doch umdrehen. Mein Fehler. Die Truhe war hier rechts, glaube ich, ne? Ja, hier ist sie. Ein Meteorstein. Okay. Ah, guck mal, hier gibt's aber
neuen Stuffies aussieht. Gehen wir da erstmal hin. Wir sind da sowieso so selten, dann können wir da jetzt auch einmal eben kurz vorbeigehen. And what can I do for you? Scheiße, scheiße, scheiße. Alles unter den Tisch. Ja, wahrscheinlich ja nicht, aber trotzdem danke. So. Dann sprechen wir erneut mit und werden jetzt wahrscheinlich dann die letzte, hoffentlich letzte Hauptquest in dieser Questreihe machen. So, viel ist es nicht mehr. Sprich erneut mit. Achso, warte, wir müssen ja hier lang. Stimmt, boah, manchmal ist dieser Ort hier so verwirrend, ey. Man weiß gar nicht, wo man lang muss. Das Schild ist aber cool. Das ist so eine Art, das hat so eine scharfe Spitze. Also, so eine, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt jetzt gerade nur der Begriff dafür nicht ein. Wie so ein Säbel halt, ne, so ein bisschen. Dass es nicht ganz spitz ist, sondern dass es so eine Form hat. Ganz vorne. Helena. Excellent. And just... Right. How so? The plating's enough to stop the engines going pop. But those things will still be spitting, which is why you need a prism for the dragon's breath. I thought a triple thick layer of tempered steel might do. The helm and the plating are bulky enough as it is. I need something light. Well, if I were in, I know whose counsel I would see. Tomes? I've got all the details. Can you take this to him? Ja, machen wir. Sorry, mein Arm juckt heute irgendwie total oft. Ich weiß auch nicht warum. Dann gehen wir zu ihm. Ist ja noch am anderen Ende des Verstecks. Ach ja. Und wie war euer Tag so? Meiner war relativ langweilig. Ich war heute arbeiten. Ich bin ja wie gesagt immer noch am Vorproduzieren. Wenn ihr das hier schon seht, dann ist schon wahrscheinlich 2024. Also in dem Sinne, frohes Neues, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ist total komisch, finde ich, weil wir haben jetzt gerade erstmal noch 2023, aber ich glaube, der Part sollte laut meinen Berechnungen schon in 2024 rauskommen hier, dieser Part. Von daher frohes Neues. So. Hoffen mal, dass es jetzt hier noch schnell geht. I'll pocket it for you. Well, actually, could you take a look? So, guck dir das mal an und sag, was ich brauche. Shielding. What? She has some specific requirements for the materials, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have, but Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it. So if we could recreate, it might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. I shall speak to them and see what wisdom. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, the knowledge of the past. Thank you. And since you... Machen wir. Wir holen die restlichen Materialien. Ich habe auch nichts anderes erwartet. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game.
Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. Dann verblassten Part 3. Sammle die nötigen Materialien. Okay. So, Clive, who will accompany? Eigentlich ist es richtig, wenn wir Jill nehmen, ne? Ich glaube, wir bleiben Jill auch treu und gehen ja nicht fremd. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with... Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I will. Machen wir. Wir begeben uns zum You two enjoy it. Markt in Nordstedt. Sorry. Wenn ich so ins Mikrofon atme, dann schlägt er bei mir immer rot aus. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Wo wir jetzt schon mal hier sind, ich will noch mal ganz kurz schauen, ob wir vielleicht was Neues beim Aretestein haben. Ich glaube, ausziehen kriegt man wirklich nur dieses eine Kostüm, ne? Schade. Ja, schade. Okay. Ist wahrscheinlich aber, denke ich mal, also ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieses Outfit dann ein Vorstellerbonus ist, oder? Ich hätte das Spiel ja vorbestellt und ich könnte mir halt vorstellen, dass das Game, dass das halt so ein Bonus ist quasi. So ein Vorbestellerbonus. Ich weiß es aber nicht. Weil ich glaube, nicht jeder hat diese Outfits. Deshalb ist es wahrscheinlich auch nur eins und kein festes System. Schätze ich mal. So. Begeben wir uns nach Nordstedt und fragen mal rum. Und kriegen hoffentlich endlich alle Items, die wir brauchen. Oh. Where's Jill? Jill ist hier, sagt die Karte. Are those Pepio nuts? How goes that? I'm sure everything we... Why don't we split up and see? All right. How about you look for the I'll find the other things we need. Okay, über die Pepio-Nüsse. Kaufe Knoblauch, kaufe Pepio-Nüsse. Dann wollen wir mal einkaufen gehen. Man geht jetzt hier wirklich einkaufen in dem Game. Es gibt wirklich hier alles, ne? Oh, nee, boah, 10 Geld. Boah, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ich glaube, wir gehen woanders einkaufen. Oh, yes. Wir gehen in den Discounter, da ist es günstiger. Oi, don't touch anything. Warum hat denn ein Obsthändler Nüsse? Das passt irgendwie nicht. Früchtehändler meine ich ja. Ist nicht dasselbe? Ist Obst und Früchte dasselbe? Das weiß ich tatsächlich nicht. Eigentlich doch schon, oder? Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwer behaupten würde, dass eine Karotte eine Frucht ist. Ich würde sagen, Obst und Früchte ist schon dasselbe, oder? Oder gibt es da einen Unterschied? I did. Here. Auf jeden Fall, Nüsse sind doch keine Früchte, oder? Garlic and Pepio nuts. Perfect. Nee, Now egal. all that remains is for Harpocrates to somehow tell. Ja. Begeben But wir before uns we head zurück. back, Gehen wir noch ein paar Schritte? Oh. Klar, mit dir immer, Jill. Mit dir immer gerne. Also, für Clive selbstverständlich, ne? thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy?
Is there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. Und so ein lecker Kuchen. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child. Ach, die beiden sind schon süß zusammen. Die haben eine gute Chemistry. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? Nein. No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Oh, die beiden sind so süß zusammen, ey. Warum können sie kein Paar sein? Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Okay. Sieht so aus, als wären wir hier fertig fürs Erste. Ich frage mich immer noch, was diese Hand des Mimas ist. Ich weiß, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Also, irgendeinen Sinn muss es ja haben, ne? Aber vielleicht werden wir das Game ein bisschen weiterspielen. Vielleicht erfahren wir dann mehr. Jetzt begeben wir uns erstmal zurück und haben hoffentlich endlich dieses scheiß Schiff fertig gebaut. So. Ab ins Versteck. Oh, Alter. Oh, sorry. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Boah, ich bin ja jetzt schon fast 20, ne, muss ich sagen. Wenn ihr das jetzt seht, bin ich schon 20. Ich habe ja am 25.12. habe ich Geburtstag. Und ich werde 20. Boah, und ich merke, das schwirrt dich schon im Rücken, ne? Das ist schon echt ganz, ganz übel. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia, and now that we have all the ingredients... You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway. Apparently... Thank you. Right then. Das klingt ja gut. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. Wir können wiederholen. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was when both the shielding and the moon dew are ready, followed by a rigorous process of testing and perhaps... Leave it and thank you. Wir geben mir Bescheid, dass es jetzt bald hoffentlich endlich fertig ist. Boah, Alter, kriegt man viele Fertigkeitspunkte, ne? Finde ich aber gut, uns fehlen nicht mehr viele. Well, I better go and give Mid the good news then. Sprich erneut mit Mid. Das machen wir. Und ich hoffe, dann ist es endgültig vorbei. Wir haben ja jetzt hier
lang genug die Welt wieder erkundet. Dann ist das Schiff endlich fertig und wir können hoffentlich mit ein paar spannenderen Sachen weitermachen. So, wir haben aber erstmal hier noch eine neue Belohnung. Welcome to the Patron's Whisper. 2 Meteorsteine. All yours. Medaillon des Hohepriesters. 715 braucht man dafür. Best of luck out there, Sid. Wie viel rum gibt es denn? 1000? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht 1000 so das Limit ist oder so. Also bisher haben wir ja, soweit ich weiß, alles Mögliche an Sidequests gemacht. Gut, das Jagdbrett fehlt natürlich noch an sich, aber das kommt ja auch alles noch nach und nach. Ja, das kann man jetzt nicht alles auf einen Schlag mal eben so machen. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking. Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. He's supervising the construction and testing of the shield. Brilliant. Don't thank me. Right then. Better start working to the black... Oh, bitte. Okay, gut. Zum Glück muss ich ja nicht hinlaufen. Alter, ich habe keinen Bock mehr, diese Verstecke oder herzulaufen. Ey, ich werd verrückt. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's crap. Wo denn dann? Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest salmon you can find. This is gonna require some precision walloping. Nee, warte, was? Ach so, das rechts ist das ja gar nicht, lol. Oder? Warte, was ist jetzt das Schiff? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, das. Boah, ich liebe die Musik, die ist so geil. It's finished. It's finally finished. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's 1 down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Nein. Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Oh. Good luck to them, I say. Right, I'm off to Boah, get zum for this Glück. elbow. Ich hatte jetzt wirklich Any kurz other work Angst, comes ne? in, keep it to yourselves, eh? Ja, die Scheiße kannst jetzt alleine machen, ey. Ich bin da raus. Clive Rossfield meldet sich ab. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown, searching for a land untouched by the Blight. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. Gut gesprochen. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our Das plans, klingt I'm gut. trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you?
I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Sehr gut. Endlich. Oh Gott. Scheiße, die Post. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja auch Post kriegen. Oh mein Fuck. Oh mein fucking Fuck, Alter. Ich habe das komplett vergessen. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Wichtiges bei. Weil da ist jetzt anscheinend, wie es aussieht, eine Sidequest bei. Ja. Aber warte mal, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wenn wir schon mal hier sind. Wir haben ja jetzt gerade noch mal 2 Rotlegierungen bekommen, ob wir die jetzt für irgendwas verwenden können. Den haben wir ja schon, ne? Ne, wir brauchen... Okay, wir brauchen galatartige Masse. Galatartige... Was ist das für ein Wort? Und da hinten gibt es auch noch, wie es aussieht, eine neue Sidequest. Wisst ihr was? Ich mache heute länger. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 3 Sidequests. Ich mache heute Überstunden. Der Part wird heute ein bisschen länger, Leute. Freut euch drauf. Aber keine Sorge. Es werden nur Sidequests sein. Keine Hauptquest. Die kommt im nächsten Part. Aber ich will jetzt die ganzen Sidequests hinter mir haben, wisst ihr? Aus dem Versteck. Ich habe die jetzt auch ein bisschen stagniert. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Sprich mit... Gut, hier. Ich glaube, die Quests sollten aber auch nicht allzu lang gehen. Ich schätze mal eine halbe Stunde. Weil ich will jetzt alles Sidequests fertig haben, damit wir uns im nächsten Part komplett auf die Hauptstory konzentrieren können. Wisst ihr, wie ich meine? Und bevor wir jetzt uns aufbrechen nach Sids Grab, will ich hier alles fertig haben. Und das mache ich lieber heute, damit ich jetzt nicht noch ein Part mit Sidequests verschwenden muss. Wobei verschwenden ist ein hartes Wort, aber... Ja. A little. Listen. And eat. Sadly, that square, I can straighten it out. I swear, I'm gonna need help. Be late. There you are! So let me get this straight. And instead of you get Clive to come to you, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to... Well? Oh, just Martha. We owe 3 of our most trusted friends... Each. They've lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see? And, well, I must... Do we have that much to hand? No, we don't. After the king's ransom we had off him. Besides, we need to learn to stand on our own if... All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. Steine. I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I'm sure they... But you know how it is with this place. I know. Go. Do you know... Because I'd rather Lady Karen. Well, I suppose this is goodbye then. Don't worry. Really? No. Nee, die alte Troller wird definitiv kein Verständnis haben. Das kann ich ja aber so was von sagen. Bring den Sternrubin zu Martha. Martha ist doch die aus Marthas Rast. Und Isabel. Hä? Sieht so aus, als müssten wir wieder reisen. Yippie. Bringen wir das erstmal zu ihr, damit die Schulden beglichen sind und dann kümmern wir uns um die nächste Sidequest. Und dann sind wir auch, glaube ich, froh, wenn es alles vorbei ist. Clive! I wasn't expecting. It seems we still owe you, and though I doubt it... Ein Sternrubin.
Klingt schon mal krass. It's worth at least twice what you owe me. Think of the difference. Interest? If word got out, Anyway, why are you the one bit much sending the Lord Marquis? Something like that. Same as back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently probably knew that without his strong arm and left, Sid may have been the face of the hideaway. And when Sid passed away, we were all worried. His death was hard on everyone. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. I reckon what he saw in... And don't we all? Doesn't hurt that you're half that, and... Yep. Da hast du recht. So, und jetzt begeben wir uns noch zu Isabel. Ich habe keine Ahnung, wer Isabel ist. Mir sagt der Name jetzt zumindest nichts. Schauen wir einfach mal. Vielleicht, wenn wir sie wiedersehen. Wo ist sie denn? Ach so, hier... Ach, Isabel. Ach, das war die Madame von dem Bordell. Wobei, war es ein Bordell oder einfach ein Gasthaus? Nee, ich glaube schon ein Bordell, ne? Vielleicht ist bei den Sidequests jetzt ja auch irgendwo dieses Monster dabei, was diese Weißwurmknochen droppt. Für das Diamantschwert, das wäre natürlich nice. Milady. Gif. Bitteschön. Oh, my. Otto asked me to settle the hideaway and to... I thought you might tell Otto he can keep his baubles. The man owes me nothing. My contribution to the restoration effort was... You once told me, Sid... I'd like to do the same. And for Otto's. Otto is... I doubt anything could ever replace his son. Otto had a... Oh. Long ago. Yes. Er hatte einen Sohn. Sid told me Otto lost him when he was just a boy. And blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened. Whether there was anything he could have done. But it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. Er hat also damals auch einen Sohn gehabt, der leider schon im frühen Alter verstorben ist. Das muss echt scheiße sein. Das muss echt verdammt scheiße sein. So, begeben wir uns aber erstmal zurück ins Versteck und sprechen mit ihm. Ich denke mal, damit sollte dieses Sidequest jetzt hier schon zumindest beendet sein. Da vorne ist, das hängt wahrscheinlich noch mit Mitz zusammen, ne? Ich finde es geil, dass das einfach Mitz Höhle heißt. Nicht Mitz Werkstatt, sondern Mitz Höhle einfach. So Lady Karen... Ah, but she was just too stuck. She threw it right back in my face, in fact. And told me... Karen refused... I hope it wasn't saying... I'm sure you were as tactful as ever. Ach, müssen wir mit der alten blöden Kuh auch noch reden, ey. Was soll denn das? In den letzten Stern zu bringen zu Sharon. So. Nimm die Scheiße einfach an. So, falls ich manchmal nicht so viel sage. Man weiß auch, man macht einfach immer dasselbe teilweise. Es ist auch immer schwer, das immer zu kommentieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich skippe das jetzt auch, weil es juckt niemanden. Sind wir mal ehrlich, es juckt einfach keinen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so krass professionell, aber ich habe auch nie von mir behauptet, dass ich ein professioneller Let's Player bin. Also, ich will euch einfach einen Gefallen tun, weil die meisten Leute interessiert es nicht. Ne? Ich bin kein Game-Journalist, von daher skippe ich auch manche Sachen. Gerade so bei Sidequests, wo es jetzt nicht so um so super viel geht. Ne? So eine Hauptstory würde ich niemals skippen, die interessiert ja die Leute, deswegen spielt man ja das Spiel. Also teilweise so Sidequests, ist halt so, ja, es ist einfach viel Rumgelaber über nichts so, ne? Deshalb skippe ich das manchmal zu unser aller Gunsten. Speaking of which... Oh! I've seen that before. Yeah, it was the only goblet Sid ever used. Either out of habit. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. Huh. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died? 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship. Which is where I met him. He bought passage to... I forget where.
And having nothing better to do on the long nights, we sat up drinking Island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have? My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily. Versteht, glaube ich. Oder es verstehen schon viele, aber man kann es nicht nachvollziehen. All I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him. And he was true to his word, too. Threw away everything he had, all to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then. Was für ein interessanter Charakter Sid eigentlich ist, ne? Schade, dass man... Okay, man erfährt ja was über ihn, ne? Aber... He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. Das war einer rauchen, ey. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. Schön, dass man ihn nochmal gesehen hat. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. Hmm? What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction, and I barely seem to be able to do that anymore.
Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Das hat nochmal eine schöne Wendung genommen. Auftrag abgeschlossen. Ich mag das immer, wenn so Charakter so schon lange eigentlich weg sind, aber trotzdem so eine Präsenz haben während der Story. Das merkt man vor allem bei Sid. Weil er einfach so ein... Er ist schon ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Auch nach seinem Tod ist er immer noch unfassbar wichtig. Und seine Präsenz spürst du durch die ganze Story, sogar in den Nebenquests teilweise. Gerade natürlich in dieser, die sehr, sehr persönlich ist, ne? Das ist mal wieder eine sehr, sehr... Oh, wir laufen falsch. Das ist mal wieder wirklich eine sehr, sehr schöne Quest. Ich habe auch gerade nicht viel gesagt, wie man gemerkt hat, weil bisher in manchen Momenten will man auch einfach die Szene entspannt sich angucken und das alles auf sich wirken lassen, ja. Und ich will auch nicht immer so viel dazwischen reden, weil ich weiß, das kann manchmal nervig sein. Was steht denn hier eigentlich? Der zweite, ich mich einfach vertraut zu entschuldigen. Okay. Schlechtes Bauchgefühl. Clive, irgendwas stimmt mit dem Vierbeiner nicht. Komm doch mal zu meinem Bütchen. Oh, oh, was mit Torkel stimmt nicht? Oh, das ist nicht gut. What's wrong with Torkel? You seem well enough when I last saw him. Nee, das müssen wir jetzt sofort überprüfen. Wenn es ihm nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. I got your note. You think something's wrong with Torgal? So you can read. But I didn't say how we're wrong with him. I says he used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things happen. Ja, das kann sehr, sehr gut sein sogar. Know something. Instead of everything. Hat er ja erst seit kurzem, ne, diese Kräfte. Sprich mit Harpokrates. Lawsman, I need to ask you about Torgal. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, she says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frostwolves, after all, habitually prey upon far larger animals. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of I don't recall ever... And little wonder. The oldest and the last elder antelope sighting I recall hearing about. Even so. Good hunting. Okay, wir müssen also ein Monster suchen. Das uns dann quasi ledige weißen Antilopen in Cressida. Na gut, dann machen wir das mal. Ich hatte mal eben kurz Karten, Leute. So, Leute. Wir sind jetzt in der Nähe von unserer Quest.
Da ist noch ein Minotaurus, den ignorieren wir aber gekonnt. Ja, da vorne sieht man auf jeden Fall auch was. Das sind diese Wesen, wie es aussieht, ne? Ledige Waisenantilopen. Ja, das sieht danach aus. Da haben wir sie. Endlich mal wieder ein bisschen kämpfen, ey. Ist auch schon lange her. So, friss das. Gott. So, und friss das. Tut mir eigentlich leid, auf so ein kleines Wesen so einen riesen Blitz zu werfen, aber... Ja, was muss, das muss. Tschüss. Nice. Das ging wenigstens schnell. Bisschen blutige Haut. Nicht mehr viel, Leute. Wir haben es bald geschafft. Danach fehlen uns nur noch 2 Sidequests, wenn wir mit der fertig sind. Boah, heute wird es echt extrem lange, ey. Aber wie gesagt, dann haben wir wenigstens alles durch. Und dann passt das. Na, das scheint ihm zu gefallen. Mhm. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Sehr schön. Torgal geht's auch wieder gut. Oder beziehungsweise, er war ja nicht wirklich krank, aber auf jeden Fall frisst er wieder normal. Und freut sich wieder auf Knochen. Also, dass ein Hund keine Knochen mag, ist wirklich höchst verdächtig. Ja, ich glaube, da wäre ich sogar auch drauf aufmerksam geworden. So, ab zurück ins Versteck. Belohnung abholen. Nächste Quest starten. Die Quest ging relativ flott. Ups. I noticed you and Torgal. Ja, kann man so sagen. Wir haben auf jeden Fall Medizin in Anführungszeichen gefunden. So, Molly's leftovers will teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see. Speaking of which, I brought... 5 Stück direkt sogar, nice. Stimmt, wir haben ja auch ziemlich viele getötet von denen. You can, aye. In return, you can thank Tomes for me. Well, it's just a moment. Ja, sagen wir auch nochmal schnell Bescheid. Und dann war es das hoffentlich. Moin. Lief gut, danke. That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Oh, scheiße, jetzt habe ich was Wichtiges gekriegt, sorry. In addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Ja, da können wir uns tatsächlich glücklich schätzen. Ich glaube, ein wütender Torgal kann schon gefährlich sein. So. Erhöht Torgals Angriffswert geringfügig. Ja, ist ja schön, aber bringt uns überhaupt nichts. Wenn Torgal eigene Ausrüstung hätte, würde das vielleicht Sinn machen, aber jetzt würde ich sagen, das macht nicht wirklich Sinn eigentlich. So, machen wir noch die letzte. Da ist aber ein Plus dran, also das ist wahrscheinlich irgendeine andere Art von Quest, schätze ich mal. Wegen neulich, dass dir gesagt hat, dass ich noch nie vor irgendwie auch nur ein Training war, was nicht von meiner eigenen Mutter und okay, gut. Danke für deine Hilfe mit Stern. Leider scheint dem alten Gesang schon wieder Laus über die Leber gelaufen zu sein. Da zieht ihn wahrscheinlich ein langes Gesicht. Ich frage mich aber wieder was anderes mit dem Leder. Ich weiß nicht, aber irgendwas ruiniert.
Ich weiß, das ist immer gut zu tun, aber wenn du es immer dazwischen schieben kannst, ja. Wir können immer was dazwischen schieben. Anscheinend geht es ihm wieder nicht so gut. Seines Glückes Schmied Part 2. Aha. Okay, es geht also weiter. Wie es aussieht. So, was fehlt dir denn, hä? Blackthorn. Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft. Even after learning the trick of that cuirass. Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard still. He's got a keen eye, I'll give him. He's just, well... And that was? A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realized he'd been cut. So that's what's troubling you. Klingt aber interessant. Not troubling me exactly. More... And if you knew how to do it, we we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, but I can't say I'm not. Thank you. Let's see what Karen... Ja, fragen wir sie erstmal. Was sie von dem Schwert weiß. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy. Can you tell me who bought it? You think I tell people? I suppose you're not likely to go. Fine. If he's Lord Ignac's the man you want, Delmeckian, and he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I... Thank you, Karen. Oh. I appreciate... So exzentrisch. Oh, wir sollen uns auf Ärger einstellen. Das klingt ja super. Bevor wir uns jetzt aber hier aus dem Versteck verpissen, werde ich jetzt nochmal schnell die Quest mit... Das klingt so weird immer. Mit. Aber sie heißt ja so. Starten. Da gibt es ja auch noch eine. Bevor wir uns jetzt wieder 50 Mal hin und her porten, was langsam echt auf den Sack geht, machen wir jetzt lieber noch hier die eine Quest. Nehmen die an. Vielleicht können wir die ja dann schon mal in der Zwischenzeit machen. So, dass wir nur einmal zurückreisen müssen. Also, weil langsam kann ich das Versteck auch nicht mehr sehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe es versprochen, ich werde alles Sidequest machen. Ach, das ist gar nicht mit. Das wäre anders. Let's hear it. Well, it's about this lovely bit of kit, yes. Problem is, it won't always get rid of all the impurities, which is why I've been looking for something to filter. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Proper. So what gave you Labe mich nicht voll. Ich finde es schon. 55 Jagdpress den Königsbomber. Oh, okay, wir müssen ein Monster killen. Das sollte wenigstens einigermaßen funktionieren. Also wie damals bei dieser einen Quest mit dem Westtor in Caer Norvind müssen wir das jetzt auch machen. Hier mit dem Königsbomber, wie es aussieht. Höhe exklusiv im Angebot für dich. Der Topf? Was? Was ist denn der Topf? Gibt's auch den Kochlöffel oder was? Der Topf? Wo soll das denn sein? Das habe ich noch nie gehört. Okay. Wenn wir den nicht finden, ist nicht schlimm, dann gehen wir erstmal nach Dalamil und machen die Quest gleich von anders. Ich werde nochmal kurz cutten, Leute. So, Leute, wir machen erstmal mit Ignac in Dalamil weiter. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ich habe nirgendwo einen Ort gefunden, der Topf heißt.
Keine Ahnung, wo das sein soll. Ich werde mir ja privat nochmal das in Ruhe angucken. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt fürs Erste... habe ich erstmal die Suche aufgegeben. Dann machen wir jetzt noch die eine Sidequest und das mit dem Königsbomber machen wir dann entweder im nächsten Part oder wann anders. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Was bist du denn für einer? Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good. Would you mind? Dann viel Spaß bei deinem Problem. I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No. That's just how his lordship is. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made a... I don't suppose a certain blade was a single-edged sword. It was... Ah, you know... Then I'll retrieve Lord Ignac's... You have but to state it. I want an audience with Lord Ignac. A condition I would be a fool to refuse. I don't suppose you saw with the thief... I did not, no. Though every ill-gotten coin in Dalamur is said to pass, and that's where I shall speak to Lord Ignac. That will be very... Farewell. Okay. 700 Meter ist es weit weg. Wo ist es denn? Ach, da oben. Ach, da, wo wir schon mal waren. Wo das Monster vom Jagdbrett war. Okay. Meine Augen tun voll weh irgendwie. Zumindest mein linkes. Ist das bei euch auch so, dass manchmal ein Auge von euch einfach wehtut? So ohne richtigen Grund eigentlich? Vielleicht liegt es jetzt gerade an der Helligkeit. Es ist schon verdammt hell, wie man ja auch in der Facecam sieht. Und ich meine, ich bin auch schon 2 Stunden am Aufnehmen und ziemlich kaputt. Das kommt dazu. Ich nehme auch eigentlich viel länger auf, als ich dachte. Ich habe jetzt natürlich halt überhaupt nicht dran gedacht, dass wir noch einen Posteingang haben und dass da natürlich auch Sidequests noch auf uns warten. Ich habe gerade kurz gesagt, ich habe die falsche Szene gemutet. Aber habe ich nicht, zum Glück. Ich war kurz geschockt, Alter. Zum Glück nicht. Boah, ich war schon bereit, mir in die Fresse zu schlagen. Das ist mir schon mal passiert. Da habe ich aus mein Mikrofon gemutet und habe es vergessen, wieder anzumachen. Und habe dann einfach eine Stunde irgendeine Scheiße gelabert und man hat nichts gehört. Das war auch wieder sehr, sehr schön. Na gut. Hole Lord Ignac gestohlene Sachen von den Marinen zurück. Dann machen wir das mal. Die Quest machen wir noch und wenn wir die fertig haben, werde ich den Part erstmal beenden. Wie gesagt, die Quest hier mit dem Königsbomber werde ich privat nochmal anschauen. Ich werde schauen, wo sich dieser Königsbomber befindet. Und wenn ich ihn gefunden haben sollte, werde ich das dann... Oh Gott. Werde ich ihn dann besiegen. Selbstverständlich im Video dann. Ich werde ihn, wie gesagt, nur suchen. So, runter mit dir. Oberlung. Cooler Titel, muss ich ja sagen. So, gebrochen, sehr schön. Bis das. Bitteschön. Sehr schön. So, das ist für dich und das auch. Bam, 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 bam. Und das ist das. Bam, sehr schön. Holen wir mal den Stuff zurück und bringen das zum Schmied. Oder beziehungsweise, nee, erst zum König, ne? Oder, also nicht König, aber Lord, sagen wir mal, ne? This must be Ignac's luggage. Mhm. Nothing seems to be damaged. Bringen wir es mal zurück. Wir sagen nicht, wir müssen zurückreiten. Gut. Hatte schon Angst. I hear I have you to thank for the return of my effects.
What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, Redeem here tells me you wished for an audience. A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. Oh, hier darf ich nicht kaputt. Why, they use whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to... But it is the final stone, which is a mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the... Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, the very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Da wird sich der Schmied aber freuen. Intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is... Ja, dann beeil dich mal. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Oh. Lord Byron Rosfield. Wer ist das denn? Perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Coming, Kein my Ding. lordship. Ab nach Hause. Der Schmied wird sich freuen. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Mhm. Wetzsteinbruchstück, sehr schön. Wo kommen wir nochmal zurück? Hier, ne? Wir haben es gleich geschafft, Leute. Endspurt. Boah, ich bin auch schon so kaputt. Ich bin auch ein bisschen froh, wenn wir jetzt gleich fertig sind. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil die Sidequests sind schon sehr zeitaufwendig. Teilweise zumindest, ne? Nicht alle, aber teilweise auf jeden Fall. Man hat auch so wenig Energie in letzter Zeit, ne? Das ist bei mir aber generell so. Immer wenn ich so unter der Woche aufnehme, habe ich so wenig Energie beim Aufnehmen. Es tut mir auch immer leid. Ich weiß ja auch, dass sich das manchmal auf die Aufnahme auswirkt. Und sogar den Ursprung des Schwertes, mehr oder weniger. Whetstone. Yes. Ein Wetzstein? Ja. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly. Nah, no point trying to copy that thing. Be about finishing our blades with a whetstone this fine.
Now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Ich werde mich auch freuen. Don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. Guter Deal. Come and find me when you've got the materials. All right. I will. Jawohl. Geschafft. 900 Erfahrung, 30 Ruhm. Boah, wir haben schon 600 Ruhm, ey. Excalibur-Bauplan. Das gefällt mir. Jetzt ist die Frage, ist es besser als das Diamantschwert? Wenn ja, dann müssen wir uns gar nicht erst um diese Knochen kümmern. Clive. What do you want? Excalibur. Tatsächlich. Das ist sogar wirklich besser als das Diamantschwert. Dafür braucht man aber... Ich würde sagen, wir stellen das trotzdem her. Einfach, weil ich wissen will, wie es aussieht. Wir brauchen Grimalkinhaut und Bomberglut. Wie kommt man denn daran? Bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Jetzt brauchen wir hier nochmal Elektrum. Da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie wir da rankommen sollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, wir werden bestimmt schon einen Weg finden. So, wie gesagt, Leute, ich werde die Aufnahme vorerst erstmal beenden. Wie gesagt, die eine Hauptquest machen wir, wenn es soweit ist. Ich werde nochmal angucken, wo dieser Königsbomber sich befindet. Bis dahin werden wir erstmal weiter mit der Hauptquest machen. Wir werden dann im nächsten Part mit Otto sprechen. Und dann mit, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auf den Friedhof gehen und Sid besuchen. Ja. Bis dahin war es aber erstmal von mir. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ihr könnt euch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, Leute. Bis dahin, macht's gut und haut rein.